Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Heimatgefühle. Heute sprechen wir darüber, ob Heimat ein Ort oder ein Gefühl ist. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Heimat, das ist ein Wort, das für viele Menschen unterschiedliche Bedeutungen hat. Wenn ich an Heimat denke, denke ich an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Die Gerüche, Geräusche und die Menschen, die mir vertraut sind. Ja, das kenne ich. Für mich ist Heimat auch mit Erinnerungen verbunden. Es sind die kleinen Dinge wie der Bäcker um die Ecke oder der Spielplatz, auf dem wir als Kinder gespielt haben. Diese Orte geben mir ein Gefühl von Geborgenheit. Interessant, wie sich das Gefühl von Heimat über die Jahre verändert. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, aber jetzt lebe ich in einer großen Stadt. Manchmal vermisse ich die Ruhe und die Natur meiner Kindheit. Das verstehe ich. Ich habe einen ähnlichen Weg gemacht. Anfangs fand ich es schwer, mich in der Stadt wohlzufühlen. Aber mit der Zeit habe ich neue Lieblingsorte und Freunde gefunden. Jetzt habe ich 2 Heimaten. Stimmt, manchmal kann man mehr als eine Heimat haben. Es ist schön, verschiedene Aspekte in verschiedenen Orten zu finden. Neue Orte bieten oft neue Perspektiven und Erfahrungen, die das Gefühl von Heimat erweitern können. Genau. Und dann gibt es noch die kulturellen Aspekte. Heimat kann auch die Sprache, das Essen und die Traditionen bedeuten, die wir von unseren Familien gelernt haben. Diese Dinge verbinden uns mit unserer Herkunft. Richtig. Ich erinnere mich, wie meine Oma mir beigebracht hat, ihre traditionellen Gerichte zu kochen. Diese Rezepte weiterzugeben, fühlt sich an, als würde ich ein Stück Heimat bewahren und weiterleben lassen. Und heutzutage, mit der Globalisierung, können wir viele Teile unserer Heimat überall auf der Welt finden. Internationale Restaurants oder Feste helfen uns, ein Stück Heimat auch weit weg zu erleben. Ja, das stimmt. Es ist faszinierend, wie wir Elemente unserer Kultur in neuen Umgebungen integrieren können. Das Gefühl der Zugehörigkeit bleibt, auch wenn wir weit entfernt sind. Es ist wie ein Anker in einer schnelllebigen Welt. Heimat kann auch ein Gefühl der Sicherheit geben. In Zeiten der Unsicherheit gibt uns der Gedanke an unsere Heimat oft Trost und Stabilität. Es ist ein Ort, zu dem wir im Geiste immer zurückkehren können. Absolut. Und manchmal sind es die Menschen, die das Heimatgefühl ausmachen. Freunde und Familie spielen eine wichtige Rolle. Sie sind oft der Grund, warum wir uns an einem Ort zu Hause fühlen. Ja, das Herzstück der Heimat sind oft die Beziehungen, die wir pflegen. Diese Verbindungen schaffen ein soziales Netz, das uns stützt und uns das Gefühl gibt, dass wir dazugehören. Das Gespräch über Heimat zeigt, wie vielfältig und individuell dieses Gefühl ist. Es ist mehr als nur ein geografischer Ort. Heimat ist eine Mischung aus Erinnerungen, Erlebnissen und Gemeinschaft. Nachdem wir über Heimat gesprochen haben, denke ich oft an das Gefühl der Zugehörigkeit. Es ist eng mit Heimat verbunden, aber etwas anders. Zugehörigkeit kann man auch in neuen Umgebungen erleben. Ja, das stimmt. Zugehörigkeit bedeutet für mich, akzeptiert und verstanden zu werden. Es ist das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
egal ob es die Familie, Freunde oder eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Interessen sind. Genau. Manchmal findet man Zugehörigkeit an unerwarteten Orten. Ich erinnere mich an einen Sprachkurs im Ausland. Obwohl wir alle aus verschiedenen Ländern kamen, fühlte ich mich schnell als Teil der Gruppe. Solche Erfahrungen zeigen, wie wichtig gemeinsame Interessen oder Ziele sind, um Zugehörigkeit zu empfinden. Es ist erstaunlich, wie schnell man Verbindungen knüpfen kann, wenn man etwas gemeinsam teilt. Und oft reicht ein offenes Gespräch, um diese Verbindungen zu schaffen. Wenn man über gemeinsame Erlebnisse spricht, entsteht schnell ein Gefühl von Zusammenhalt und gegenseitigem Verständnis. Stimmt. Ich denke auch, dass Rituale und Traditionen eine große Rolle spielen. Gemeinsame Aktivitäten wie Feste oder regelmäßige Treffen stärken das Gefühl der Zugehörigkeit. Ja, und manchmal sind es die kleinen Gesten, die zählen. Ein freundliches Lächeln oder ein nettes Wort kann zeigen, dass man willkommen ist. Es sind oft die kleinen Dinge, die das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Ich finde, das Gefühl der Zugehörigkeit ist auch sehr dynamisch. Es kann sich verändern und wachsen, je nachdem, wie sich unsere Lebensumstände ändern. Neue Erfahrungen bringen oft neue Zugehörigkeiten mit sich. Das macht es so spannend. Man entdeckt immer wieder neue Aspekte von sich selbst und anderen. Es zeigt, dass Zugehörigkeit nicht starr ist, sondern sich mit uns weiterentwickelt. Und es gibt auch Momente, in denen man sich trotz physischer Entfernung einer Gruppe zugehörig fühlen kann. Digitale Medien machen es leichter, Kontakte zu halten und das Zugehörigkeitsgefühl über Entfernungen hinweg zu bewahren. Absolut. Die Möglichkeit, online mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, bietet viele neue Wege, um Zugehörigkeit zu erleben. Es ist faszinierend, wie Technologie uns dabei unterstützen kann. Letztendlich ist Zugehörigkeit ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Es gibt uns Stabilität und Sicherheit und es hilft uns, unsere Identität zu formen. Es zeigt, dass wir nicht allein sind, sondern Teil eines größeren Ganzen. Was sind die kleinen Gesten oder Momente, die euch das Gefühl geben, zu einer Gruppe oder Gemeinschaft zu gehören? Wenn ich an Zugehörigkeit denke, kommen oft Erinnerungen hoch. Erinnerungen formen, wer wir sind und beeinflussen, wie wir unsere Identität sehen. Das stimmt. Erinnerungen sind wie kleine Puzzleteile, die zusammen unser Bild von uns selbst ergeben. Sie helfen uns zu verstehen, wer wir sind und woher wir kommen. Manche Erinnerungen sind besonders stark. Sie sind oft mit intensiven Gefühlen verbunden, sei es Freude, Trauer oder Überraschung. Solche Erinnerungen bleiben oft ein Leben lang bei uns. Ja, und sie können uns helfen, uns in neuen Situationen zurechtzufinden. Wenn wir wissen, was uns früher geprägt hat, können wir besser mit Veränderungen umgehen. Erinnerungen sind auch wichtig für die Verbindung zu anderen Menschen. Gemeinsame Erlebnisse schaffen starke Bindungen und lassen uns Teil einer Gemeinschaft fühlen. Und durch das Teilen von Erinnerungen können wir auch neue Beziehungen aufbauen. Es ist schön, wenn man merkt, dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Erinnerungen sind nicht nur persönlich, auch kollektive Erinnerungen wie historische Ereignisse prägen unsere Identität. Sie geben uns ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe. Richtig. Solche Erinnerungen können uns stolz oder nachdenklich stimmen, und sie beeinflussen oft, wie wir die Welt sehen. Sie sind ein Teil unseres kulturellen Erbes. Manchmal verändern sich unsere Erinnerungen im Laufe der Zeit. Sie werden von neuen Erfahrungen beeinflusst und können uns helfen, alte Ereignisse in einem neuen Licht zu sehen. Das zeigt, dass Identität ebenfalls dynamisch ist. Sie entwickelt sich mit uns weiter und passt sich an neue Lebensumstände an. Erinnerungen sind dabei ein wichtiger Anker. Es ist faszinierend, wie Erinnerungen und Identität zusammenhängen. Beide sind eng mit unseren Gefühlen verbunden und beeinflussen unser Handeln und Denken. Und sie geben uns die Möglichkeit, unsere Geschichte zu erzählen. Durch das Erzählen unserer Erinnerungen teilen wir einen wichtigen Teil von uns selbst mit anderen. Ja, und das verbindet uns. Erinnerungen sind wie Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen uns selbst und anderen Menschen. Sie helfen uns, uns selbst besser zu verstehen und unseren Platz in der Welt zu finden. Erinnerungen sind ein wertvoller Schatz, den wir pflegen sollten. Welche Erinnerungen helfen euch in neuen Situationen zurechtzufinden und warum? Erinnerungen sind Brücken und manchmal führen sie uns zu neuen Ufern. Doch wie fühlt es sich an, wenn man zwischen Herkunft und neuem Zuhause steht? Es ist, als ob man zwei Welten in sich trägt. Die Herkunft prägt uns, gibt uns Wurzeln und das neue Zuhause bietet Chancen und Veränderungen. Oft spürt man eine Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit. Die Erinnerungen an das Alte können helfen, das Neue zu verstehen und anzunehmen. Ja, und beide Welten bieten einzigartige Perspektiven. Man lernt, die Unterschiede zu schätzen und findet seinen eigenen Weg, der beides verbindet. Es kann herausfordernd sein, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, doch die Erfahrungen aus der Heimat geben oft Halt und Orientierung. Und gleichzeitig kann das neue Zuhause neue Seiten an uns hervorbringen. Es fordert uns heraus, uns weiterzuentwickeln und offen zu bleiben. Manchmal entstehen auch neue Traditionen, die Elemente aus beiden Welten vereinen. Das kann eine bereichernde Verbindung schaffen. Diese Verbindung macht unsere Identität vielfältiger. Wir lernen, flexibel zu sein und verschiedene Aspekte unserer selbst zu integrieren. Es ist spannend, wie neue Erfahrungen alte Erinnerungen ergänzen können. Es entsteht ein einzigartiges Geflecht, das uns als Individuum auszeichnet. Und in dieser Vielfalt liegt eine besondere Stärke. Sie hilft uns, offen zu sein und andere Perspektiven zu verstehen. Begegnungen mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen können inspirierend sein. Sie erweitern unseren Horizont und fördern das Verständnis. Solche Begegnungen sind wie ein Austausch von Geschichten. Sie zeigen, dass wir trotz verschiedener Wurzeln viel gemeinsam haben. Und manchmal wird das neue Zuhause zu einem Ort, an dem man sich wirklich angekommen fühlt, während die Herkunft als wertvolle Erinnerung bleibt. Es ist ein Prozess,
der Zeit braucht. Doch am Ende entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit, das beide Welten in sich vereint. Zwischen Herkunft und neuem Zuhause entsteht eine neue Identität. Sie ist flexibel und offen und verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Diese Identität ist ein Schatz, der uns hilft, unseren Platz in der Welt zu finden und mit anderen in Verbindung zu treten. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Wir freuen uns über eure Gedanken und Kommentare zu den Themen Herkunft und neuem Zuhause. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch diese Folge gefallen hat. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine spannenden Themen mehr. Euer Feedback ist uns wichtig, also teilt eure Erfahrungen und Gedanken. Gemeinsam können wir noch mehr über die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart lernen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Reise zwischen den Welten gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder über spannende Themen sprechen. Bleibt neugierig und offen für Neues. Die Zugehörigkeit. Zugehörigkeit gibt vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Zugehörigkeit entsteht oft durch gemeinsame Werte und Erfahrungen. Das Puzzleteil. Jede Erinnerung ist ein kleines Puzzleteil unseres Lebens. Erst jedes einzelne Puzzleteil ergibt ein vollständiges Bild. Die Trauer. Trauer ist ein starkes Gefühl nach einem Verlust. Trauer braucht Zeit und Raum, um verarbeitet zu werden. Die Perspektive. Eine neue Perspektive kann das eigene Denken verändern. Die Perspektive anderer Menschen erweitert den Blick auf die Welt. Das Geflecht. Erinnerungen bilden ein komplexes Geflecht aus Erfahrungen. Dieses Geflecht macht jeden Menschen einzigartig.